Hallo Mädels und Jungs, was macht ihr, wenn ihr die Gabel nicht immer reinigen wollt, aber ihr keine Gabelprotektoren verbaut habt? Dann bleibt euch nichts anderes übrig als, und gerade bei einer Reise-Enduro passt das ideal dazu, dass man wie hier solche Gabelprotektoren verbaut. Die gibt es in Gummi oder die gibt es auch wie hier in Neopren. Diese Neopren sind von Acerbis, die anderen Ziehharmonika-Gummi sind ohne Branding. Und ein kurzer Tipp, wie baut man die am schnellsten und am einfachsten ein? Warum braucht man sie? Man braucht sie nicht unbedingt. Bei einer Reise-Enduro ist es aber wichtiger, dass man sie hat, oder wäre es wichtig, weil die Gabel ja doch sehr viel Staub und Schmutz abbekommt und Fliegen, und so wie hier gibt es keinen Gabelprotektor. Ja? Und der Gabelprotektor soll normal verhindern, dass Schmutz auf die Gabel kommt und der dann hier in den Simmerring hineingewischt wird und die Lippen beschädigt vom Simmerring. Weil wenn die Lippen vom Simmerring beschädigt sind, dann wird er undicht und dann läuft euch auch hier das Öl heraus von der Gabel, und zwar jedes Mal, wenn ihr härter anbremst und die Gabel eintaucht. Ich zeige euch das anhand eines anderen Motorrades. So, hier seht ihr den Gabelprotektor. Dieses Kunststoff soll verhindern, dass hier aufs Gabelrohr Schmutz kommt. Und hier ist der Simmerring, der soll verhindern, dass Schmutz hineinkommt und das Öl aus dem Gabelschuh austritt. Und damit das Standrohr oder das Gabelrohr, das Tauchrohr, nicht verschmutzt wird, gibt es Protektoren, die natürlich auf einem Straßenmotorrad nicht passen, auf einer Reise-Enduro ideal. Hier bei einem Straßenmotorrad eben ein Kunststoffprotektor. Was aber unerlässlich ist, dass man die Gabel doch des Öfteren putzt, da sie ja hier oben dann oft doch voll wird und der Simmerring nicht beschädigt werden soll. Wie funktioniert der Ein- und Ausbau? Relativ einfach. Es gibt viele, die dann große Ziehharmonika-Gummis, die hier drauf kommen, einfach über den Gabelschuh hochziehen. Hier. Und das heißt, man muss ihn auch hier, wo das Rad angeschraubt ist, sehr, sehr dehnen, und auch bei der Bremsscheibe, weil ja hier die Verankerung für die Schrauben ist. Um das nicht machen zu müssen, ist es einfacher, man schraubt die Gabel aus den Gabelbrücken heraus. Wie funktioniert das? Relativ einfach. Die Gabelbrücke ist über das Lenkkopflager hier mit dem Rahmen verbunden, und wir haben hier die Schrauben für die untere Gabelbrücke, wo die Holme geklemmt werden. Genauso auf der anderen Seite. Und auf der Oberseite haben wir hier die Klemmschraube. So auch auf der anderen Seite. Diese Schrauben muss man alle aufmachen. Man stellt das Motorrad auf den Hauptständer, klemmt etwas unter dem Motorschutz, ein Holz oder so, dass das Vorderrad entlastet ist, macht dann als erstes die Imbusschraube auf, dann kann man das Rad herausschrauben, nimmt den Tachogeber heraus, die Distanzhülse und zieht das Rad heraus. Als nächstes muss man auch den Bremssattel herunterschrauben und auch hier, wo das Kabel, die Bremsleitung angeschraubt ist, auch hier die zwei Geber
für den Tacho. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eigentlich den unteren Teil schon fertig zerlegt. Dann müsst ihr eben diese Gabelschrauben noch öffnen, diese zwei und diese zwei. Die macht ihr als erstes auf und dann geht ihr an die oberen. Das heißt, diese hier und diese hier. Und wenn ihr die geöffnet habt, dann habt ihr hier einen Spalt. Diesen Spalt drückt man ein wenig auf. Das geht am besten, indem man die Schraube locker schraubt, ungefähr 2 Gewindegänge, 2 bis 3 Gewindegänge, und dann fährt man hier mit einem größeren Schraubenzieher hinein und drückt es ein wenig auseinander. Auch am unteren Teil habt ihr hier so einen Schlitz und den müsst ihr auseinander drücken. Das geht am einfachsten, wenn ihr einen Keil von einem Hammer nehmt und den einklemmt. Dann bleibt das etwas geöffnet und ihr könnt die Gabel, die Standrohre, ganz locker herausziehen, samt Kotflügel und der unteren Brücke. Sonst müsstet ihr nämlich alles zerlegen. Und damit ihr das nicht machen müsst, zieht ihr die Gabel raus. Am gescheitersten wäre es aber natürlich, bevor ihr sie rauszieht, dass ihr oben eine Markierung macht oder euch merkt, wie weit das Rohr herausgeht. Am besten man macht eine Markierung hier rüber mit einem Stift und man macht auch hier eine Markierung mit einem Stift, wenn die Gabel weiter rausschaut, damit man die Einbautiefe wieder hat. Wenn man sie ausgezogen hat, kann man die Gabelprotektoren montieren. Die sind vorzugsweise mit einem Kabelbinder oben und unten befestigt. Und wenn das geschehen ist, dann kann man die Gabel wieder einbauen. Und zwar im umgekehrten Sinne. Und zwar wieder reinschieben, die Keile entfernen, falls man sie noch drinnen hat, und das Ganze wieder anschrauben. Rein, schauen, dass die Einstellung mit den Markierungen passt, von der Eintauchtiefe und von der anderen Markierung. Dann oben einmal leicht klemmen, noch einmal kontrollieren, ob es passt, dann anziehen. Wenn das fertig ist, dann unten fertig anschrauben, fest anziehen und danach natürlich den Rest einbauen. Das heißt, Rad rein mit der Distanzhülse und den Tachogeber und den Bremssattel raufschrauben, samt den Halterungen, wo die Kabeln verankert sind. Und wenn ihr das habt, seid ihr schon fertig. Was bringt es für einen Vorteil? Bei der Enduro einen riesigen, denn damit bleiben die Rohre geschützt, werden nicht schmutzig und die Simmerringe halten somit sehr, sehr lange.